for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch, ein Corallus caninus, grüner Hundskopfschlinger. Ich halte den jetzt ein bisschen vorsichtig, weil die sind manchmal etwas garstig. Ich wollte den jetzt auch hier nicht von seiner Schale runterziehen. Ich wollte den so ein wenig hängen lassen, aber muss ein wenig gucken, dass der mich jetzt nicht unbedingt hier ins Gesicht beißt. Ein hübscher Caninus. Tolles Terrarientier, sieht ja auf den ersten Blick aus wie die grünen Baumpythons. Ich würde sagen, die Caninus sind noch etwas schwieriger zu halten. Zum einen, sie werden ein Stückchen größer noch. Sie sind eben vom Gemüt her manchmal etwas garstiger, wobei das geht auch, wenn man die regelmäßig hantiert. Zumindest tagsüber kann man die dann recht gut hantieren. Wenn sie einbeißen, tut es weh. Die haben wirklich ellenlange Zähne, in der Natur Vogelfresser. Wenn die einbeißen, dann blutet man doch recht ordentlich. Sehr schönes Tier, viel Weiß drin. Die letzten Jahre in der Terroristik wirklich kaum zu kriegen, also auch vom Wert her. Also früher hat man mal so Caninus für 300-400 Euro Nachzuchten bekommen. Mittlerweile sind die doch deutlich teurer geworden, weil es einfach so wenig gibt. Wunderschöne Tiere. Heute für euch als Intro-Tierchen ein toller Caninusmann. Wir hatten dieses Jahr Anfang der Zuchtsaison schon mal die Brutraum-News. Jetzt sind wir am Ende der Zuchtsaison. Da nochmal rückblickend ein paar Brutraum-News für euch. Vorneweg, die Saison war wie immer anders, wie man sich's gedacht hat. Also wenn ihr selber züchtet, ja, je nachdem, wenn ich jetzt 1, 2 Weibchen habe, ist es vielleicht nicht so arg. Aber umso mehr ich züchte, meine Erfahrung ist, dass es dann immer eigentlich anders läuft, wie man sich das vorstellt. Also man züchtet, man hat was, wo man denkt, oh, da kommt bestimmt was ganz Tolles und da freut man sich drauf. Und dann ist manchmal eine Enttäuschung und man hat Gelege, wo man halt vielleicht gar nicht so euphorisch ist und da kommt vielleicht was Besonderes raus oder man hat Verpaarungen, wo man sich zum Beispiel Head mit Head oder Double Head mit Double Head, wo man sich gar nicht so viel erhofft und da kommt plötzlich was Tolles raus. So auch in dem Fall, also mein tollstes Gelege war eine Double Head Verpaarung. Das war Double Head Sunset Ultramale mit Double Head Sunset Ultramale, also Double Head mit Double Head. Und da ist ja die Chance 1:16, damit man das rauskriegt, was man will. Diesen, wie in dem Fall, Sunset Ultramale. Und ich hatte das Glück, dass nicht nur 1:16, sondern dass aus diesen, ich glaube 6 oder 7 Eier waren es, gleich 2 Ultramale Sunsets geschlüpft sind. Also das war bestimmt mein tollstes Gelege. Zum einen, die Tiere sind wunderschön. Sie sind noch recht selten. Also wir hatten letztes Jahr den ersten gezüchtet. Das war letztes Jahr World First. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders auch noch Sunset Ultramale züchtet außer uns. Aber bei dem Gelege hat man wirklich Glück. Da kamen diese 2 raus. Das ist wirklich eine richtig tolle Sache und das würde ich als mein bestes Gelege der Saison bezeichnen. Dann bleiben wir gerade bei der ähnlichen Verpaarung. Das war auch in diesem Sunset-Bereich. Ich hatte schon in der ersten Brutraum-News-Folge erzählt, dass ich schon seit ein paar Jahren probiere, Albino-Sunset zu züchten. Ich habe mir ausgemalt, also der Sunset hat ja viel so Rottöne drin und ich hatte eigentlich gehofft und mir ausgemalt, dass der Albino-Sunset vielleicht ein rot-weißer Königspython wird. Ich glaube, dem ist nicht ganz so. Habe jetzt dann doch einige Babys rausbekommen aus dieser Verpaarung und es war nichts, wo ich auf den ersten Blick gesagt hätte, ach, guck mal, das ist jetzt ein Albino Sunset. Hier habe ich 2 Tiere aus dieser Verpaarung oder aus diesen Double Head Albino Sunset Verpaarungen. Ich würde glauben und denken, dass der hier in meiner linken Hand, das müsste wohl ein Albino Sunset sein. Gut, zum einen hat er relativ viel Orange drin, wobei das hat man bei Albinos doch auch öfters. Er hat diese
diese Augen in den Sattelflecken drin, was wir bei Sunset immer stark haben. Ne? Also im Vergleich zu dem hier, der hat hier so kleinere bloß, der hat richtig große Flecken drin. Ne? Also das sehen wir ja beim Sunset auch ganz gut, diese großen Augenflecken in den Sattelflecken drin. Ja, er hat einen tollen Kontrast, weiß-gelb. Also ich bin mir relativ sicher, dass das in meiner linken Hand ein Albino Sunset ist und das in meiner rechten Hand ein Albino ohne Sunset. Es ist jetzt nicht der wahnsinnige Erfolg, dass jetzt wahrscheinlich die ganze Welt anfangen wird, Albino Sunset züchten zu wollen, weil da sind wir uns einig, das ist zwar ein wunderschöner Albino, aber um den Sunset zu sehen, muss ich schon 2-3 Mal hingucken. Ja, das ist wie bei anderen Sachen, Albinos, Cinnamon oder diverse Albinos, die es gibt. Wenn man da 2-3 Mal hingucken muss oder sich letztendlich gar nicht sicher ist, dann ist das vielleicht vom Sinn her doch nicht ganz so sinnvoll zu züchten oder so spektakulär zu züchten. Ne? Also das war eigentlich eher so klein bisschen die Enttäuschung dieses Jahr, dass ich wahrscheinlich einen Albino Sunset gezüchtet habe, aber dass der nicht so farblich, nicht so spektakulär ist, wie ich mir das erhofft habe. Jetzt noch ein kleiner Nachtrag, ein paar Wochen später nach dem Filmmaterial. Darauf wollte ich noch warten, weil ich wusste, ich habe noch ein Gelege, also Gelege 1R Doppelhead Albino Sunset mal Doppelhead Albino Sunset. Da kam zum einen erst einmal ein hübscher Sunset heraus. Da haben wir die hübsche Dame. Jetzt auch frisch gehäutet. Und es kam aber noch ein Tier heraus. Da habe ich erst im Ei gedacht, was soll ich denn davon halten? Weil ich wirklich fest der Überzeugung war, dass der Albino Sunset eben halt nicht so spektakulär ist, wie erhofft, oder nicht so aussieht, wie erhofft. Und tatsächlich in dem Gelege war dann dieses Tier drin, dieses hübsche. Ich hole ihn mal raus hier, tu den jetzt eigentlich nicht gern stören. Also an den Augen unschwer zu erkennen, es ist ein Albino. Und aber eben doch ganz anders wie das Tier, was ich euch vorher erzählt habe und wo ich dachte, naja, das wird dann wohl der Albino Sunset sein. Ja, war es nicht, dann ist das wahrscheinlich ein Albino Head Sunset oder was auch immer, weil der Albino Sunset ist dieses hübsche Tierchen oder dieses hübsche Mädel hier. Jetzt hoffe ich nicht, dass durch das Licht hier die Farben verfälscht werden, beziehungsweise gehen wir mal noch geschwind ans Tageslicht mit dem Tier, dass ihr das wirklich mit Originalfarben seht. Also ein gelbliches Tier oder gelb-orange mit so richtig schöne rot-orangene Streifen drin. Also ich würde fast wetten, dass das Tier sich erst noch richtig häuten muss. Nicht richtig häuten, jetzt ist frisch gehäutet, habe extra gewartet auf die Häutung. Ich meine, das Tier noch wachsen muss. Ne? Also gibt ja oder einige Königspütern, die werden ja wirklich erst richtig schön so, wenn sie 200-300 Gramm haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier auch der Fall ist. Ne, da tun wir das Tier mal noch schön füttern. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Bleibt da bei uns in der Zucht. Ja, sowas müssen wir selber erstmal aufbewahren. Also, so viel als kleiner Nachschlag. Es gibt den Albino Sunset. Er sieht super aus. Und hier habt ihr ihn live gesehen. Noch eine kurze oder 2 Anekdoten zu meiner Sunset-Verpaarung dieses Jahr. Ich habe jetzt dieses Jahr bis jetzt 8 Sunset gezüchtet, also inklusive diesen Sunset Ultramel.
ohne die Albino Sunset, das habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber insgesamt sind es 8 Sunset. Und bei so seltenen Sachen wie Sunset wünscht man sich ja immer ein Männchen. Ne? Also ein Männchen ist mehr wert, aber ist auch in der Zucht natürlich interessanter. Ich kann früher damit züchten. Deswegen will man eigentlich Männchen. Glaubt ihr es, dass von den 8 Sunset, die ich dieses Jahr habe, nicht ein einziges Männchen dabei ist? Ne? Also die Ultramale Sunsets, die wir vorher gesehen haben, sind 2 Weibchen. Die allen anderen Sunset, es sind alles Weibchen. Ne? Wenn man das mathematisch hochrechnet, die Chance ist 1 zu 265. Ne? Also wenn ich ein Tier habe, ist ja die Chance 1 zu 2 ein Männchen zu kriegen, ne? 50-50. Ne? Habe ich 2 Tiere, ist die Chance 1 zu 4. Habe ich 3 Tiere, 1 zu 6 und so weiter. Und habe ich 8 Tiere, ist sie 1 zu 265. Ne? Also so ein Pech kann man eigentlich gar nicht haben, 1 zu 265, dass man Weibchen, 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 Weibchen kriegt. Aber so ist es leider beim Züchten. Es kommt immer anders, wie man denkt. Ne? Aber jetzt zu noch ein paar anderen Highlights dieses Jahr. Zum einen haben wir habe ich wieder einiges mit Champagne gemacht. Die letzten Jahre sind die Champagnes wieder fast ein bisschen klein wenig nicht untergegangen, aber vielleicht waren sie gar nicht so toll beachtet, wie sie eigentlich sind. Also Champagne ist echt unheimlich interessant und auch so unheimlich wandelbar. Ne? Also hier habe ich als Beispiel, das ist ein Champagne Cinnamon und dann steckt noch der Highway wahrscheinlich mit drin. Ne? Also Champagne Cinnamon Possible Highway, was ich hier habe. Also der Cinnamon macht ihn sehr dunkel, der Highway macht wahrscheinlich die Streifenzeichnung. Also finde ich recht spektakulär. Ähnliches hier in meiner Hand. Da habe ich ein Champagne Super Gravel oder Champagne Highway. Eins von beiden, bin mir nicht sicher. Champagne Super Gravel, Champagne Highway. Und die dritte Champagne-Geschichte ist Ultramale Champagne. Muss ich gerade noch mal gucken. Nein, nicht Ultramale. Banana Champagne Cinnamon. Ja? Banana, Champagne und Cinnamon gibt diese hübschen Kerlchen hier. Ne? Also 3-mal Champagne, aber 3-mal völlig andere Richtung. Ne? Hier orange mit viel Zeichnung. Hier beim Highway oder Super Gravel eher so das gestreifte, ganz hell. Und hier mit dem Cinnamon mit drin, ganz dunkel. Also glaube ich 3 toll gelungene Champagne-Kombos. Da sieht man, dass bei Champagne wirklich noch mords viel neue, interessante Dinge möglich sind und zu züchten sind. Dann mal noch im bisschen mehr Schnelldurchlauf. 5 schöne Highlights dieses Jahr. Hier haben wir ein Paradox Pewter, also eigentlich nur Pewter, ne? Pewter Cinnamon Pastell. Das Ganze als Paradox. Der Gravel steckt wohl auch noch ein wenig mit drin. Vielleicht hat der Gravel diese Geschichte noch ein wenig aufgehübscht. Also ich bin ein Paradox-Fan, deswegen hat der mir echt wirklich auch sehr gut gefallen. Dann haben wir hier noch was Schönes aus dem Bongo-Bereich. Die Insider von euch wissen, dass wir seit Jahren Bongo züchten. Bongo Cinnamon, Post Piebald, glaube ich, ist noch ein wenig mit drin. Ne, Piebald ist nicht immer drin. Bongo Cinnamon, ja, und theoretisch noch ein anderes Gen, wo wir gar nicht so genau wissen, was das ist, wo sich bis jetzt oder als einzelne Morph noch gar nicht so deutlich gezeigt habe, aber jetzt in dem kommt es scheinbar ganz gut raus. Bongo Cinnamon plus irgendein neues Gen, schönes Tier. Dann haben wir eigentlich auch ein alter Klassiker. Aber mal gucken, die Insider von euch. Erstmal kurzes Ratespiel. Was könnte das sein? Also den Clown sieht man
Also der Königspython Insider erkennt wahrscheinlich relativ schnell den Clown drin und vielleicht auch den Banana drin. Und dann steckt noch der Cinnamon drin. Ne? Der Cinnamon macht aus dem Banana immer recht schöne Farben. Und dann ist er auch noch hetero für Piebald. Ne? Deswegen hat er hinten den schönen Ringerfleck. Also Clown, Banana, Cinnamon, hetero Pied. Ne? Auch wirklich tolle, gelungene Kombo. Wer von euch jetzt denkt, oh je, der hat ja schon Milben, also die schwarzen Punkte, das sind die, ich habe gerade selber drüber gewischt, aber das sind die Clown, die Banana-Pünktchen, ne, die da wohl ein bisschen durchkommen bei dem hier. Dann haben wir auch noch alter Klassiker, nix mit World First oder so, aber nach wie vor wunderschön. Das ist Piebald Pastell Yellow Belly. Ja, Piebald Pastell Yellow Belly. Der Yellow Belly bringt aus dem Pastell das Gelb so schön zur Geltung, ne, macht die Farben so schön. Piebald sowieso immer tolle, schöne Morph bei den Königspythons. Ne. Und zu guter Letzt habe ich für euch noch was. Auch nichts wirklich Neues, aber das zeigt mal, was man doch mit altbekannten Sachen schöne Dinge machen kann. Das ist Granit-Trick, ne? Also ich glaube das Weibchen war Granit, das Männchen ist ein Trick und der Granit und Trick, ich glaube, es ist vielleicht ewig so gleicher Komplex oder ähnlicher Background. Also der Granit verstärkt den Trick richtig schön, macht diese tollen, schönen Farben, schöne Sattelflecken rein. Auch nichts völlig Spektakuläres, aber aus meiner Sicht her wirklich auch ein echt eine toll geglückte Morph hier, ne? Granit-Trick. Dann noch kleiner Ausblick auf die nächste Saison. Ne? Also die jetzige ist vorbei. In 4-6 Wochen fangen wir schon wieder neu an mit Verpaaren. Ne? Das ist das Tolle am Königspython. Züchten. Die eine Saison geht rum, die letzten Eier schlüpfen und man fängt schon wieder an mit Neupaaren. Was wir in der nächsten Saison auf jeden Fall weiterverfolgen wollen, sind natürlich die Sunset-Geschichten. Vielleicht so Sunset Clown sind wir noch dran, habe ich sogar noch jetzt ein Gelege. 1:16 Chance, Doublehead mit Doublehead. Also mit etwas Glück kommt vielleicht sogar dieses Jahr noch ein Sunset Clown. Aber bei 1:16 vielleicht nicht, deswegen nächstes Jahr dann hoffentlich. Aber in die Richtung werden wir weiterhin gehen mit den Sunsets. Wir werden mit den Copper einiges machen. Nächstes Jahr haben wir einige gute Copper-Kombos, wo wir vielleicht machen können. Piebald Copper oder Piebald Copper Cinnamon, ne, dass wir diese schwarz-weißen Tiere rauskriegen. Das ist auf jeden Fall ein Projekt für nächstes Jahr. Den Semi-Black hatte ich euch schon mal gezeigt. So sieht er mittlerweile aus. Hat frisch gefressen, deswegen will ich ihn jetzt nicht aus seinem Döschen rausziehen. Ne? Den haben wir blöderweise heute Vormittag gefüttert, meine Kollegin. Deswegen möchte ich ihn einigermaßen in Ruhe lassen, aber kurz wollte ich ihn euch doch zeigen, wie er sich toll entwickelt hat. Der wird für dieses Jahr, für die Zucht leider noch zu klein sein. Da werden wir noch nichts machen oder probieren können in diese Richtung. Aber das Thema Schwarz werden wir natürlich auf jeden Fall weiterverfolgen. Patternless X werden wir einiges machen, die kommende Saison. Ja, das sind so die Sachen, wo mir gerade aus dem Stegreif einfallen. Also es bleibt spannend. Also ich persönlich habe den Spaß absolut nicht verloren am Königspython züchten. Es gibt echt immer wieder neue Sachen, wie wir jetzt auch gesehen haben mit den Champagnes zum Beispiel oder eben diese schwarzen Sachen, wo ja noch immer nichts richtig wo noch keine richtig, oder ja, was heißt keine richtig, ich glaube, so in Richtung Schwarz kann man schon noch einiges mehr machen bei Königspythons, drücken wir es so aus. Wird echt spannend, ihr werdet es immer erfahren, deswegen Reptil TV abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was es zumindest bei uns in der Zucht gibt.
gerne Kommentare unten rein. Was sind eure Vorhaben für die neue Zuchtsaison oder in welche Richtung sollte man gehen? Oder habt ihr vielleicht Ideen? Ihr kennt jetzt meinen Bestand, ihr wisst wegen mit Sunset und mit Sunset, Copper, Patternless. Habt ihr vielleicht Idee, was wirklich toll wäre? Ach, by the way, genau, eben diesen Patternless X mit Sunset, das stelle ich mir auch noch sehr interessant vor. Das ist was wir vielleicht erstmal mit Doppelheteros angehen wollen. Ja, mal gespannt, was ihr für Ideen habt, was ihr kommentiert. Ansonsten bleibt mir treu, checkt my balls und gerne einen Daumen nach oben.